Osterküken. Ich will heute ein bisschen klein arbeiten. Ja, Kreide hat man immer im Haus, ne? Man kann auch Seife nehmen tatsächlich, ich glaube. Ist hier Seife? Nee. Jeweils kann man auch Seife nehmen. So, kleiner Trick nebenbei. So, wir machen erstmal ein Viereck für den Körper. Viereck ist immer nicht so leicht, aber ich versuche mein Bestes, ein gleichseitiges Viereck hinzukriegen. Ich mache mal, also kommt ja noch Nahtzugabe weg. 5 mm würde ich da nehmen. Dann ist es 5. 5 ist eine gute Zahl. Okay. So. Also ich mache jetzt 6 mal 6. So. Und ich lasse das tatsächlich unversäubert. Aber es bringt nichts. Das versäubern. Sonst nimmt man Filz. Ich habe gerade keinen Filz. Deswegen mache ich das mal so. Das ist ein bisschen spontan. So, das ist doch perfektes Dreieck für den Schnabel. Das da. Also Filz eignet sich wirklich super. Aber wie gesagt, dazu muss man ein bisschen vorbereiteter sein. Genau, also ihr platziert jetzt den Schnabel der Seite, den Kamm hier oben, so. Genau, und das ist quasi das, was außen ist. Und die Naht soll ja innen sein. Dann nehmen wir jetzt das zweite Quadrat. Ist anders nur besser. Hier noch der weiße Stift an der Seite. So, hier rüber. Dann so, jetzt haben wir einmal rumgenäht. An den Ecken immer schön den Fuß hochgenommen und gedreht. Jetzt schneiden wir die Ecken ein bisschen. Nicht zu viel. So. Bisschen in die Ecken. So. Dann machen wir so einen ganzen Müll rein. Alternativ geht auch Filbert. Aber nur alternativ. So. Aber warum nicht auf seinen Stoffreste, also seine Stoffreste nehmen? So. Bisschen kann man.
finde, das hier kann man auch gut zum Nähen nehmen. Das wäre zum Beispiel eine super Leiste oder so für Tasche. Zum Reingreifen. Was mag ich? So, ein bisschen kann ich hier noch rein. Und eigentlich finde ich, es gar nicht so viel Bohnen sein. Kann ruhig ein bisschen mehr da reinmachen. Süßer. Jo. Entweder hat man dabei Füße reingemacht oder er hat noch hier oben das Ding. Ich schneide es mal. So. Jo, jetzt noch ein klein. So, der ist auch schon ein bisschen süßer. Ja, wir haben bald unsere eigene Vogelarmee. That's the end of my video. Thanks for watching, hope you enjoy. If you're interested in more videos, mostly about how to sew or my schnittmarie business, just I would be pleased about like, comment, and sub, and you can also activate the bell to get to know when I will have my new video. You can also follow on Twitter, Insta, or watch my website. All links in the video description. Be aware that the music is powered by Dig CC Mixter, where they have many unlicensed music of different musicians. Please also check their links in the description. Till next time with schnittmarie. Be creative, be schnittmarie.